Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Tami, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal geht es weiter mit Episode 4, das genau mit dieser eindrucksvollen Szene geendet hat, die letzte Episode. Ich bin gespannt, wie es denn jetzt weitergehen soll. Hier sehen wir das verheerende Ausmaß der Katastrophe, was hundertprozentig etwas mit unserem ganzen Verändern der Zeit zu tun hat. Idyllisch, aber doch irgendwie nicht so richtig, wie sich das hier gerade anfühlt. Bittersweet, ne? Ein passender Begriff dafür. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, um nochmal den Gedanken der letzten Episode aufzugreifen, dass wir jetzt hier in dieser Zeitschleife für immer bis zum Ende des Spiels drinstecken. Das kann nicht sein, weil das würde ja heißen, dass die ganzen Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben, total für die Katz waren. Also total unnötig einfach. Ich kann mir das nicht vorstellen. Oder dass sie hier das machen wie in Steins Gate. Also gebt euch den Anime unbedingt, wenn ihr ihn nicht kennt. Weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Well, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend.
Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. So, jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. Blame William, talk about accident. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. Rücken gebrochen. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Meinen Sie jetzt Rachel oder welches Mädchen es vermisst wird? Fehlt Rachel hier auch in dieser Zeitlinie? You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Sie kannte Rachel gar nicht hier. It might be you think, don't say that. Naja, es könnte schon sein, aber weiß nicht. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Ja, aber deswegen Hanging out with you makes me feel like a total kid again. können wir doch nicht die ganze Weltordnung durcheinander schmeißen. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. Ernsthaft? None taken. Das hat sie doch selber früher die ganze Zeit gesagt. Ey, das ist so ein krasser anderer Mensch. Und habt ihr auch das Beatmungsgerät gesehen, an das sie angeschlossen ist? Das ist ja echt heftig. Und zumindest sieht es aus wie eins, also können wir schon vorstellen, dass das eins ist. Oh Mann. Das kann es doch echt nicht sein. Also was ich vorhin sagen wollte, vielleicht endet es hier so wie in Steins Gate, also ein klasse Anime, der über Zeitreisen handelt. Dass wir jetzt so sehen, ja, ist irgendwie alles scheiße, die ganze Welt spielt komplett verrückt und dass wir dann jede Entscheidung, die wir getroffen haben, rückgängig machen müssen. Damit wir wieder zu der vorherigen Ordnung zurückkehren, was aber heißt, dass ja dann alle, die jetzt leben, tot sein müssen eigentlich. Wie Kate zum Beispiel und Chloe selbst, ihr Vater. Ich weiß es nicht. Das wäre zumindest dieser Butterfly-Effekt, ne? Da schlagen die Flügel von einem Schmetterling und auf der anderen Seite der Welt herrscht deswegen ein Tornado, weil du einen Schmetterling gerettet Pretty hast. high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on.
Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Oh Gott, die Arme. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Das macht mich irgendwie ganz traurig, sie so zu sehen. Das ist nicht richtig. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Teddybär. Oh Gott. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Die wirkt so brav jetzt. Das ist der Wahnsinn. Aber wie soll sie auch rebellisch sein halt? Snow globes are taking over. Ja, dezent. Dezent überpräsent hier, ne? Bisschen frische Luft vielleicht. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? Können wir es öffnen? She can't even feel the grass now. Ja, nicht so toll. Lifter brauchen wir jetzt aber auch nicht. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. Ja, genau, das habe ich So gemeint. cool that you're here again. Deswegen ist sie ja angeschlossen. At least Chloe doesn't weigh that much. Oh, Mist, jetzt habe ich einen Dialog unterbrochen. Ach, sowas hasse ich. Das ist was, ein Bracelet? Das ist aber jetzt nicht von There's the Rachel. old Chloe. Oh, das ist von mir, okay. Habe ich schon gewundert. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Ja, bestimmt. Schauen wir mal den Computer an. Was ist das denn? Whoa, Chloe can totally control her computer. Wow, das ist It's cool. so great people get this high-tech help. Das ist mega nice. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Ja, das ist wahr. Showkalender. Naja, wenn man sie mitnimmt, kann sie sich bestimmt das irgendwie anschauen, aber das ist echt traurig. That's so cool that Chloe has made friends online. Ich will das mal lesen. Hot Wheels Chatroom. Oh Gott. Welcome to Hot Wheels Chatroom. Handybot. Für ihre oder deine Sicherheit gebe keine persönlichen Informationen preis an irgendeine Person in diesem Chatraum. Du bist verantwortlich dafür, dass du dich mit den Chatraumregeln auseinandersetzt und dass du die kennst. Miss Blue. Das ist wahrscheinlich Chloe, denke ich. Also, was machst du so? Ignatius. Keine Ahnung. Talking with you. Mit dir reden. Haha, ohne Scheiß. I'm about to binge on Quantum Leap. Binge bedeutet hier in der Hinsicht, dass man sich so richtig krass in was reinsuchtet und es verschlingt. Quantum Leap hat wahrscheinlich irgendwas mit Zeitreisen zu tun, keine Ahnung. Oh mein Gott, beste. Also Love. Scott Bakula Rules. Du ebenfalls. Ich hoffe, dass wir uns bald treffen können. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss mich jetzt so ein bisschen Bodywork kümmern. Also, ja, wahrscheinlich so Bewegungssport in Anführungsstrichen. Ja, lass mich wieder zu dir zurückkommen, wenn du dich weiterhin mit Bakula so voll reinsteigst und total rumsuchtest. You better. Das machst du wohl, lieber. Hallo? Hat er nicht mehr geantwortet. Wahrscheinlich, weil wir vorbeigekommen sind. Klingt so ein bisschen nach Warren irgendwie. Aber der ist es ja nicht. Okay. Naja, chatten bleibt ihr halt noch, aber es ist echt blöd, hey. Drink up, Buttercup. Oh Gott, die Arme, er kann nicht mal selber trinken. Das ist doch echt scheiße. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. Ja, das stimmt. You sound like an allerdings. adult now. It seems like we were kids in another life. An was erinnerst du dich? Du hast recht. Scheint mir so, als wäre es erst gestern gewesen. Oh Gott. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now.
unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Welche Freunde? Du hast mich. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Oh Gott, die Arme. Bist du einsam? Geht's ihnen gut? Sie lieben dich. Ich glaube schon, dass sie sich einsam fühlt, so ein bisschen. Geht's denen gut? Are they okay? I mean, are they still happy together and everything? So now you're Dr. Bill. I guess they're good, considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. And I hope they still get busy, too. Oh. I think Joyce and Lorraine are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Oh je. Kann sie das bezahlen? Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Oh Gott, das ist so Chloe. krank in den USA. You're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? Oh süß. I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Preis. I know. You would look incredible with blue hair. Oh Gott, das ist Now so let's get bitter. this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Das ist irgendwie so bitter. Das ist, oh Mann. Die Stimmung ist so drückend. Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like butterfly thing. So I've heard. Bitte genug von Schmetterlingen und sowas. Bitte nicht. Nothing but medical supplies. Was haben wir denn hier? That must be her mighty morphine machine. Oh Gott, die tut mir No so more bongs leid. for her. Really my only friend who kept in touch. I should have kept more in touch. Die tut mir so leid. Auf Morphin setzen, ne? Auf Morphium. Leute, gebt euch das mal. Ja, ich will ja echt nichts gut reden, aber da gibt es genug natürliche Heilmittel bei Schmerzpatienten wie sie, die jetzt Gott sei Dank in manchen Teilen der USA erlaubt sind und legal sind, aber das tut echt weh. Wow, sir. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Wow, oh mein Gott, krass. Überall Einsen. Gestört. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Oh je. Even if it wasn't another reality. Blackwell Academy. Dear Mr. and Mrs. Price, als Direktor ja, bin ich in Sympathy. Ja, zeige ich großes Mitgefühl mit ihren verschiedenen Anfragen für Chloes besondere Bedürfnisse oder ihren Bedarf eben bezüglich ihres Rollstuhls und der Klassenzugänglichkeit, also dass sie zur Schule kann und so weiter. Blackwell beräuchert sich selbst damit, also so krass ist sie jetzt nicht ausgedrückt, aber ja, sieht sich stolz in dem Sinne, damit, dass es sicher geht, dass Schüler oder Studenten mit Behinderungen ja total integriert werden können, eben Disabilities Act, bla bla bla, das fasse ich jetzt mal alles zusammen. Jedoch, gemäß der Tatsache, dass der Campus und die Gebäude
alle vor 1977 konstruiert wurden und unsere Schule noch nicht den modernen Renovierungsarbeiten, die unbedingt nötig sind, um Untergang ist, oh Gott, um die speziellen Bedürfnisse ihrer Tochter und ihrer bereuenswürdigen Kondition, in der sie gerade steckt, also die Situation, vollführen zu können. Das war jetzt ein sehr langer Schlangensatz. Also, dass die ihr halt nicht gerecht werden können und so weiter, weil die Schule steinalt ist. Leider, also momentan gab es, wurden Abstriche gemacht bezüglich der Kosten für, also der Gelder, die es da eben für Bildung gibt, wird es viel, viel mehr Spender geben viel mehr Spender werden nötig sein, um Blackwell Academy komplett updaten zu können, also auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Ich lese da gerade nur bla bla bla, Ausreden. Chloe ist ohne Zweifel eine grandiose Studentin mit großartigem Potenzial, trotz ihres Handicaps. Und ich glaube, dass sie eine passendere, sich mehr auszeichnende schulische Umgebung auf der West Miskatonic Institute in Bolton finden würde. Toll. Sie haben eine reiche Vergangenheit, also Legacy. Ja, die können schon was vorweisen von behinderten Absolventen und Absolventinnen, und ich weiß, dass Chloe ihren akademischen ursprünglichen Weg dort absolvieren könnt und erreichen werden kann in comfortable surroundings, also in einer viel passenderen Umgebung, oder die dafür halt viel mehr geschaffen wäre, sozusagen. Mit ihren hervorragenden GPA, also ihrem Notendurchschnitt, gibt es keine Zweifel, dass Miss Katonic Chloe mit offenen Händen empfangen würde. Open Halls, also halt diese Hallen sozusagen der Schule werden weit für sie geöffnet sein, weil sie halt so mega gut ist. Ich hoffe, dass sie ernsthaft diesen Vorschlag bedenken werden oder im Kopf behalten werden, da ich sicher bin, dass ihre Tochter erst vorziehen würde, eine Schule zu besuchen, die ihr in vielen Dingen gerecht werden kann oder helfen kann, sozusagen. Im selben Atemzug habe ich ebenfalls Broschüren beigefügt für andere potenzielle Schulen in der Oregon-Region. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte kontaktieren Sie mein Office, meine Sprechstunde, mein Sekretariat, was auch immer. Principal Wells. Wow, toll. Cool, also reicht dieser Homeless Fund einfach nicht, um die Schule sozusagen zu updaten und behindertengerecht zu machen. Genau das ist damit gemeint. Da ist noch viel mehr nötig. Toll. Und deswegen behalten die das Geld so lange ein, bis irgendwann die Summe groß genug ist, oder was? Also das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Cool. Nett. Despite everything, they're still a happy family again. Oh Mann, das tut echt so weh mit diesem Beatmungsgerät oder was das ist. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Was sie leider niemals machen können wird. Oh Mann. Das ist so traurig. Eine Lampe. That's a serious heat lamp. Ist sie immer kalt oder warum gibt's hier sowas? Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Pirate Power. Nice. Cool. Oh Mann, das ist trostlos, wenn hier alles so leise ist. I don't want to disappoint you. Ja klar, wir müssen natürlich hier alles angucken. So here's the DVD player. Now I just need to find the DVD. Vielleicht hier? Ja. Ah, here's the DVD. Na dann, auf geht's.
Also wenn sie jetzt schon einschläft, wäre das sehr früh. Ich glaube nicht. Oh Mann, das ist irgendwie... Das ist total bedrückend gerade. Das ist echt heftig. Make a wish. Sehr passend dazu. Sind wir eingeschlafen auf diesen ungemütlichen Stuhl? Nee. Naja, so halb. Ist Chloe noch wach? Oder schläft sie? Ich sehe es gerade irgendwie nicht so. Ja, so ein Mittelding. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Oh je. Mal wieder You eingeschlafen. think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No. I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? Hat die sich einfach dahin stürzen lassen? I oder was? do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. Für sie war das schon ein It was great. Wahnsinnstag. Das ist echt Seeing krass. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck, I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? Oh It's, it's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Ist doch so schrecklich, dass sie von sowas abhängig sein muss, ey. Das ist ekelhaft einfach. Oh Mann. I still can't believe I put Chloe in that chair. Naja, du... Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie es gemacht hat, aber... Ich weiß auch nicht. Ja, cool. Wollen wir erstmal mit denen reden? Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. Oh je. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Carol, Joyce, Chloe. Kann ich vielleicht verschiedene Sachen sagen? Keine Ahnung. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but... I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Ja, ich glaube auch. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Ist sie sauer auf mich? Ich bin froh, dass du hier bist. Ich glaube jetzt nicht, dass sie sauer ist halt. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. Oh Gott. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it?
Verrücktes Wetter. Rachel Amber Prescott Family. Ja, eben. Gibt's diese Familie überhaupt noch? Oder wie ist das? The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. Das ist echt komisch. In dieser Zeitschleife ist sie immer noch verschollen, ne? Also alles andere hat sich geändert, aber das irgendwie gar nicht. Das ist echt komisch. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Glaube ich ihm gerne. Victoria, oh Gott, das ist so falsch. Sind wir jetzt Bestie mit ihr oder was? They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Oh Gott. Lieber Mr. Price, deswegen vorhin auch der Pun, ne? So das Wortspiel mit Price. Dieser Brief soll sie darauf aufmerksam machen, dass sie im Nachzug sind mit ihren mit ihren verpflichtenden Zahlungen bezüglich ihren Home Loan Account Nummer bla 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 bla. $12.000 müssen bis 1. August 2013 gezahlt werden. Okay. Diese Menge an Geld ist überfällig seit dem 1. März 2009. Oh, scheiße. Also das ist echt krass. Der Betrag ist überfällig seit 1. März 2009. Und wir sind 2013. Oh Gott. Und sie haben mehrere Anfragen, ihrer Zahlung nachzugehen oder ihre Schulden zu begleichen, ignoriert. Oh je. In 15 Tagen muss dieser Betrag von $12.000 bei denen eingehen. Sonst müssen sie anfangen, wie sagt man, ja, dass Sachen, verpfändet ist das Wort genau, dass Sachen von deren Zuhause verpfändet werden müssen. Oder das Haus selber. Oh mein Gott. Ich bin gerade sprachlos. Wir haben ihnen mehr als wie sagt man denn? Ihr wisst schon, was adäquat heißt. Bemerkungen bezüglich dieses Themas geschickt, beziehungsweise die haben sich immer und immer wieder gemeldet, ne? Und die fanden, die Zeit war adäquat und genug Hinweise und so weiter. Und die haben keine anderen Optionen mehr. Krass. Boah, 2009. 4 Jahre später und die 12.000 Euro sind immer noch, oder Dollar hier, sind immer noch überfällig. Oh Gott, krass. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Gestrandete Engel. Also, die Shores von Arcadia Bay waren einst, das liebliche Tor sozusagen für den Pazifik und weit dahinter. Jetzt müssen sich Ortsansässige und Touristen den traurigen, surrealen Bildern gegenüberstellen von grauen Walen, die an Land gespült werden und zu ihrem Todesurteil, also Doom. Die Leichen wurden früh am Mittwochmorgen gespottet, also wie sagt man, entdeckt, am 9. Oktober und innerhalb einiger weniger Stunden mindestens ein halbes Dutzend waren tot oder sterbend an Land gespült worden. Early morning on Wednesday, was steht da? Wellpots, okay. Smartphone-Footage, also Bilder und Filme, zeigen nicht nur unübliche Meeresbedingungen. Zeigen nicht. Okay.
Smartphone-Bilder oder Videos zeigen nicht ungewöhnliche Meeresbedingungen oder eine exzessive Verschmutzung. Also das ist nicht der Grund anscheinend. Also das Wasser ist nicht verschmutzt und es gibt keine Umweltverschmutzung, deswegen können sie sich das nicht erklären. Ecologists, also Leute, die sich mit dem Biotop auseinandersetzen, und Marine Biologists und Meeresbiologen über das ganze Land verteilt studieren momentan, beziehungsweise setzen sich aktiv damit auseinander mit den Beispielen der Wale und der Umgebung und der Umwelt. Die Prescott Foundation hat ihr Wort dafür eingesetzt, extra Research Funds, also Gelder eben extra für dieses, für diese Aktion eben da ein bisschen weiter rumzubohren, haben die gestellt. And given the local scope of this echo mystery, okay, no money. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Ja, das ist echt krass. Also fast alles ist anders, ne? Aber sie fehlt immer noch. Das ist so heftig. Die Suche für die beliebte Teenagerin geht weiter. Blackwells geehrte Studentin Rachel Amber wurde seit über 6 Monaten nicht mehr gesehen, obwohl ihre Familie und Freunde die Suche für die 18-jährige Acadia Bay Anwohnerin oder Bewohnerin intensiviert haben, also noch mehr Mühe reingesteckt haben, die zu finden. Die Polizei und das FBI haben sehr wenige Informationen, was diesen Fall angeht und sehr wenige Hinweise, genau, few leads, also wenige Stränge, die dahin führen. Genau, was das Interesse geweckt hat von der nationalen Reality-Show Where Did They Go? Wahrscheinlich so eine Show von verschollenen Mädchen oder generell verschollenen Menschen und Horrorszenarien und so weiter. Die Amber-Familie hat eine Belohnung for any informations leading to whereabouts. Okay, also die Amber-Familie hat Belohnungen angesetzt sozusagen für jegliche Informationen, die irgendwie zeigen können, wo sie sich gerade aufhält, also ihre Tochter. Und für mehr Details soll man diese Adresse hier kontaktieren. Krass. Das ist echt heftig. Food Coupons. Joyce is a food coupon boss. Free Nyam Nyam Sausage. Oh Gott. Ja, aber wenn die eben so im Verzug sind von irgendwelchen Zahlungen, ist es klar, dass die da Food Coupons brauchen. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. No, I don't think Joyce's tips will cover all this. Oh je. Und der Vater hat gerade eben gesagt, dass seine Frau sogar schon bei solchen Wetten sozusagen mitmacht und dass er denkt, dass es aber niemals reichen kann. They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Happy Credit Card Service, oh je, Kredit. Has been closed and is now 6 months overdue. Oh je, schon seit 6 Monaten überfällig. Bitte senden Sie einen Scheck oder Geld mit 300... Wie bitte? 3.458 Dollar? Oder? Payable to Happy Credit Card. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, das ist echt heftig. Oh, da schon wieder. Dear Miss Preis, Federal Cuts, we read to inform you that your health insurance no longer covers Chloe's physical rehab. Oh mein Gott. We can reinstate Chloe at a standard rate of $1,250 per week. Oh Gott. Okay, also die Versicherung übernimmt nicht mehr länger Chloes Rehabilitation. Ja, toll, ey, echt super. Das ist so schrecklich, das gerade alles. Joyce and William never had a garage sale before. Jetzt müssen sie Sachen aus ihrer Garage verkaufen hier. Oh Mann. Das ist so bitter. Kann man sich fragen, ob es das alles wert war oder nicht.
Oh Mann, Leute. Spiel hängt gerade. Jetzt geht's wieder. Ich würde sagen, ich lese euch noch diesen einen Tagebucheintrag hier vor. Und dann war es das auch mal wieder für heute. Das war ziemlich krasse Kost eben. 4. September 2013. So much to do. Es gibt so viel zu tun. Ich wünschte, ich könnte die Zeit ein bisschen verlangsamen, besonders um all die coolen Sachen zu registrieren, die passiert sind, seitdem ich wieder in Arcadia zurück bin. Blackwell Rules. 21. September. Ja, ich bin älter und dank Wick und Nathan, oh Gott, sie nennt Victoria Wick. Ah, das ist unser Ich von dieser Zeitspanne. Das ist ja echt krass. Dank Wick und Nathan bin ich jetzt ein bisschen fashionable, also bin ich jetzt so ein bisschen hipper, so was die ganze Fashion anbetrifft. Sie haben mich mit dem wunderschönsten Straw Pork Pie Hat überrascht, den es gibt, der eingepackt war in Furoshiki-Style. Keine Ahnung, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich weiß nur, dass Furoshiki was Japanisches ist, aber mehr weiß ich auch nicht. Best Birthday Party ever. Auch die mit, wo am meisten Alkohol geflossen ist. Ich kann nicht schlafen. 4. Oktober. Hey, liebes Tagebuch, erinnerst du dich an mich? Beschäftigte Max. Beschäftigt. Ich kann jetzt nicht schreiben. Ich muss jetzt shooten. Muss leben. Must be friend. Keine Ahnung, muss mich hier mit Freunden irgendwie unterwegs sein. Sozial aktiv sein. Should rekindle with Chloe too. Sollte auch mal wieder mit Chloe abhängen. But must Vortex first. Party time. Oh Gott. Und muss mich aber jetzt erstmal um Vortex Club hier so kümmern und so dabei sein und Partys angesagt. Objective, ich muss raufgehen und Chloes Medizin holen. Das ist eine ganz andere Max, ne? Das ist heftig. Wow. Also die ist jetzt total hip und total cool hier im Vortex Club. Das passt überhaupt nicht zu ihr. Das ist schrecklich. Schauen wir nochmal. Wir haben doch eine SMS bekommen, glaube ich, oder? Von Victoria, kann das sein? Oh mein Gott. Krass. Ich würde sagen, ich lese noch die ganzen SMS durch, ne? Los geht's. Von Victoria. Wo soll ich da anfangen zu lesen? Ah, da oben. Max, bist du beschäftigt? Ich versuche gerade, mich von Hausaufgaben abzulenken, sie zu machen. Wie üblich. Ich habe dir gesagt, dass ich dir helfen würde. Du lässt mich dir nie helfen. Heulender Anime-Smiley. Okay, Drama, aufhören. Und du hilfst mir, indem du dich, indem es dich interessiert. Ich versuch's wenigstens. By the way, I scored the killer bud from you know who. FYL? Fuck you, love? Ich weiß es nicht, was das heißt. Heb mir eine Schüssel auf. Gotta bounce. Talk to you later. Komm heute Nacht zu mir. Also ins Zimmer. Max, sind wir noch befreundet? Also ist alles cool zwischen uns? Ich wollte nur sicher gehen, weil du gestern so schnell weggelaufen bist. Nathan hat sich auch Sorgen gemacht. Wenn du reden willst, melde dich bei mir, okay? Love you. Max, wenn du wütend bist, bitte sag's mir einfach, okay? Stille. Also wenn du mit mir reden willst, meine Tür steht offen. Love you. Oh mein Gott, die sind ja echt Besties. Krass. Also ist Max jetzt sozusagen das super duper Girl irgendwie. Das ist so falsch. Das ist echt falsch. Taylor, die kennen wir auch. 27. November. Max, danke nochmal dafür, dass du mit meiner Mutter... Nee, for talking me to see my mom. Ach so, dass du mit mir geredet hast, dass ich mit meiner Mutter reden sollte. Also, beziehungsweise, dass sie ihre Mutter mal wieder besuchen sollte, aufsuchen. Ich denke, dass sie dich als Tochter haben will, anstatt mich. Das denke ich nicht. Deine Mutter ist badass. Wie du. Ja, stimmt. Ich habe wie eine Bitch geheult. Wie ein Baby geweint. Ich ebenfalls. Du hast mich nur nicht dabei gesehen. Es ist in Ordnung zu weinen. Das wird langsam alt. Mein blödes Telefon stirbt irgendwann ab. Also, dann schreibt sie, ja, ruf mich zurück. Dad, vielleicht, ja, da auch nur zum 18. Geburtstag. Nathan.
Da steht irgendwas mit Darkroom, weil die Episode heißt doch Darkroom. Und dann hieß es irgendwie, ja, Rachel in der Darkroom hatte doch damals irgendwo hingekritzelt auf so ein Papier. Vielleicht hat das irgendwas mit dieser Episode zu tun. Jojo, Max, bist du in der Nähe? Im Darkroom, im dunklen Raum. Vielleicht kann uns das irgendwie noch helfen. Was meint sie damit? Ach so. Okay. Sie entwickelt gerade Shots für den Contest. Also, die Bilder werden entwickelt. Super. Also kein Two Worlds for you. Also ist sie heute nicht im Two Worlds Diner. Jetzt sagt sie, nein, noch nicht. Ich werde euch, Leute, später aber sehen. Später vorbeischauen. Peace out. Okay. Die Mutter. Alles Gute, Maxine, bla bla bla, das hatten wir schon. Maxine, das ist deine Mutter, wir müssen unbedingt mit dir über ein paar Rechnungen sprechen. Bist du dort? Bist du hier? Ja, gib mir ein bisschen Zeit zu antworten. Ich kann nicht die ganze Zeit während des Unterrichts schreiben. Manche Lehrer werden super angepisst, wenn Leute während des Unterrichts ihr Telefon benutzen. Ja, weil das super unhöflich ist und sei nicht so schnippisch. Snippy, das Wort kann ich noch gar nicht, aber schnippisch wahrscheinlich. Tut mir leid, sehr langer Tag mit Hausaufgaben. Da bist du nicht die Einzige und deshalb wundern wir uns oder fragen uns, if you need to spend some, ob du so viel Geld ausgeben musst. Wir wollen, dass du alles hast, was du brauchst, aber dein Stipendium deckt nicht alles ab. Oh mein Gott, also seitdem sie bei Vortex ist, eskaliert sie anscheinend voll mit Geld ausgeben irgendwie. Du sagtest, dass ich deine Kreditkarte nutzen kann, wann auch immer ich sie brauche. Ich habe nur Film gekauft, nicht eine Kamera. Also für die Kamera, okay. Vielleicht ist es Zeit zu werden, digital zu werden. Ich werde dich später zurückrufen, ich muss jetzt gehen. Sei nicht so, love you. Hey Honey, ich hoffe, du hast nicht vergessen, die Pflanze zu wässern, die wir dir gegeben haben, aber ertränke sie auch nicht, Mami. Die wir ja ertränkt haben, in einer anderen Zeitlinie. Da von Chloe. William, von Chloes Handy, okay. Hallo Max, das ist William. Wenn du Chloe kontaktieren willst, kannst du diese Nummer wählen. Sie würde es lieben, von dir zu hören. Also sie würde sich total freuen, von dir zu hören. Ich hoffe, wir sehen dich bald. Hi Chloe, hier ist Max. Ich weiß, es ist eine Weile her. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich jetzt zur Blackwell Academy gehe. Ich hoffe, dass das immer noch deine Nummer ist. Max ist zurück. Blackwell, das klingt toll. Du rockst einfach. Das Beste dann ist, dass wir wieder miteinander abhängen können. Also ja, das ist immer noch meine Nummer. Cool. Ich habe echt sau viele Hausaufgaben zu tun, aber wir können uns später treffen. Ja, spann mich nicht auf die Folter oder... Ja, doch, kann man schon so übersetzen. Es ist so lange her. Ich weiß, seh dich bald. Smiley. Süß. Was mich gerade dann erinnert, in der anderen Zeitschleife hat sie irgendwie gemeint, no Emojis. Die hat es gehasst, wenn man irgendwelche Smileys gemacht hat und jetzt macht sie es hier selber. Krass. Und Hella hat sie auch oft benutzt, jetzt auch überhaupt gar nicht mehr. Alyssa. Hey Max, es ist echt eine Schande und total traurig, dass du jetzt mit diesen Leuten abhängst. Ich dachte, du wärst anders. Alyssa, ich habe gesehen, wie du den TP auf mich geschmissen hast. Was ist TP? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ich wollte dich wirklich nicht treffen. Ich schwör's. Max schreibt einfach nur, mach das nicht nochmal. Krass. Das ist echt so heftig, wie krass anders sie jetzt ist. Also, meine Lieben, ich hoffe wirklich, euch hat diese Folge gefallen. Ich fand die total krass und heftig und wirklich auch sehr niederschmetternd auf eine gewisse Art und Weise. Die ganze Stimmung hier ist total kalt und irgendwie, weiß ich auch nicht, so bedrückend und deprimierend und depressiv und was weiß ich. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wie ich schon sagte. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich hoffe, ein bisschen fröhlicher wird es hier abgehen, weil es gerade schon ganz schön erdrückend, aber sehr spannend. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute. Bye, bye, eure Tami.